Wow. Ooh. That's loud. So great to be here with you, all the way from Australia. So, ich bin hier bei euch. Den ganzen Weg von Australien bin ich hierher gekommen. I never know what Jonas is saying about me, but I'm going to assume it was nice. Ich weiß nicht so ganz genau, was Jonas so über mich gesagt hat, aber es wird schon so ungefähr stimmen. I just need to clear a rumor up. Und ich muss jetzt irgendwie erstmal unseren Raum hier klären. I was here in 2020 in this church. Ich war hier 2020. I went home to Australia. Und ich bin nach Australien zurückgekehrt. And 2 weeks later it was a pandemic. Und 2 Wochen später traf die Pandemie ein. It wasn't me. Und also nur hier an alle, die denken, ich war es nicht. Stop telling people it was me. It was not me. Also bitte hört auf, darüber zu reden, dass ich das gewesen sein könnte. Ich bin's nicht schuld. People in Australia thought I brought it from Germany, actually. Also die Leute in Australien dachten eigentlich, dass ich es von Deutschland mitgebracht hätte. It is very great to be with you again, and Pia has done a great job so far translating Thank me. you so much. Yes, Es give her ist a schön, hand. hier bei euch zu sein. Ich freue mich. Und Pia hat schon einen guten Job gemacht im ersten Gottesdienst. Because I speak very fast most of the time. Denn die meiste Zeit spreche ich sehr schnell und sehr australisch. Yeah, already practicing how to speak slowly. Und ich habe mich jetzt schon ein bisschen daran gewöhnt, ein bisschen langsamer zu sprechen. Extra für We mich. have a lot of Asian students in our church. Wir haben lauter asiatische Studenten bei uns in der Kirche. And they often come up to me and say, Pastor Paul, we loved your message. Und sie kommen oft und sagen mir hinterher, hey Pastor Paul, wir haben wirklich deine Botschaft richtig gerne wertgeschätzt. And I say, oh, did you understand it? Und dann frage ich sie, ja, und was habt ihr davon verstanden? They say no. Und sie sagen, nö, eigentlich nichts. But they loved it. Yeah. Aber sie haben es geliebt. Didn't understand a word of it. Haben they nichts loved it. verstanden. Ja. I've got some, now I'm going to show a picture of where I live. Ich habe ein Bild mitgebracht, wo ich lebe. I'm sorry. Und ich soll euch jetzt nicht so ein bisschen verärgern. Ja, ich weiß, es kann euch ein bisschen That is aufregen. an aerial view of my city called Wollongong, Und das ist da, wo ich lebe. Die Stadt heißt Wollongong. which is an indigenous or aboriginal name Und das ist ein indigener oder aboriginal Name. for between the mountain and the sea. Denn das ist zwischen dem Mountain und dem Meer. I can drive 10 minutes to the mountain or 10 minutes to the beach. Ich kann entweder 10 Minuten zur Stadt oder 10 Minuten zum Strand fahren. I always at this point in time like to thank the English. Und an diesem Punkt, da sage ich immer gerne den Engländern Danke, For 200 years ago, banishing us to such a horrible country like dass sie Australia. uns vor 200 Jahren auf so eine furchtbare Insel verbannt haben. I mean, it's absolute torture living there. Denn es ist nämlich wirklich eine richtige Tortur, dort zu leben. Beautiful weather, Also immer schönes beautiful Wetter, beaches. wunderschöne Strände. If you're English here today, Und- if you're from England today, Wenn du von England heute hier bist, you might have got it the wrong way round. vielleicht habt ihr irgendwie da genau das verkehrt herum gemacht. Maybe you should have sent yourselves and left us prisoners back in England. Vielleicht hättet ihr selbst euch dorthin schicken sollen und uns Sträflinge auf der englischen Insel verbannen sollen. Can I show you a quick picture of my family? So, ich werde euch ein paar Bilder von meiner Familie 'Cause zeigen. my daughter Sophie got married last year, Meine Tochter Sophie hat letztes Jahr geheiratet. so I have no children at home. So, ich habe keine Kinder mehr zu Hause. It's fantastic. Ah, das ist so toll. I thought they'd never leave. Ich dachte, sie würden das Haus nie verlassen. So that's that side. That's my beautiful wife there on the right. Und dort zur Rechten ist meine wunderschöne Frau. That's my son Jordan. He's 30, and he's single. Girls, if you want to come and see me after In Weiß mein Sohn Service. Jordan, er ist 30 und noch Single. Also wenn hier irgendjemand... Then that's my daughter's husband there, Gareth. He's taller than me, which is not fair. Und dann kommt in der Mitte der Mann meiner Tochter. Er ist größer als ich. And then the other couple is my other son and his wife, Caleb, Sarah. Dann kommt das andere Pärchen dort, ist mein anderer Sohn Caleb und Sarah. And then my 2 little grandchildren.
Und dann meine beiden Enkelkinder. Hands up if you thought, Paul is way too young to have grandchildren. Okay, Hände hoch, wer denkt, dass Paul zu jung ist, um schon Opa Put zu your hands sein. up, everybody. Come on. Komm, I'm a komm. guest. You've got to make me feel good. Yeah, I can't believe I'm a grandfather, actually. Waren nicht so viele Hände, oder? There were not so many hands up. Yeah, if I knew how good grandparenting was going to be, Wenn ich gewusst hätte, wie toll es ist, Großeltern zu sein, I would have skipped the children part altogether. dann hätte ich die Elternschaft übersprungen, um sofort Großeltern zu sein. My little grandson Teddy, Mein kleiner Enkelsohn Teddy, when he started to learn to talk, he couldn't say granddad. als er anfing, sprechen zu lernen, konnte er nicht sagen Granddad. So he calls me Rara, Und so nennt er mich Rara. which is cute when you're 5, but awkward when you're 18. Und das ist cool, wenn ihr... Cute when you're 5, but awkward when you're 18. Okay, könnt ihr mir bitte weiterhelfen? Das ist süß, wenn ihr Yeah. 5 Jahre alt seid, aber ein bisschen seltsam, wenn ihr dann... Ja. He comes around my house and he knocks on the door. Und er kommt an mein Haus und klopft an meine I Tür. open the door Und ich öffne die Türe. and he says, Rara, I miss you. Und er sagt, Rara, ich vermisse dich so. How good is that? My kids never told me that. Wie schön ist das? Meine Kinder sagen mir nie sowas. I was in America one time Ich war mal in einem... and my daughter Sophie texts me. You have to talk to Oh, me. yeah, sorry, If yeah. you Oh. talk there, Yeah. I cannot I get gotcha. you. I gotcha. Okay. You think we'd be good I'm at this, sorry. right? Yeah, it's okay. So my daughter texts me Meine Tochter hat mich angeschrieben and she says, Dad, when you get home, can you check the mail? und sie hat gesagt, wenn du nach Hause kommst, kannst du bitte die Mails checken? I said, Sophie, I'm in America. Und ich sagte, Sophie, ich bin in Amerika. She didn't even know I'd gone. Sie wusste nicht mal, dass ich weg war. No wonder we love our grandkids more than our Das children. ist es, warum ich meine Enkelkinder so gerne habe. I want to talk today about a thought I had last year. Und ich möchte heute mit euch reden über einen Gedanken, den ich letztes Jahr hatte. I was speaking to about 100 young adults in Australia. Und ich habe über diese Idee, über diesen Gedanken zu 100 jungen Erwachsenen gesprochen in Australien. And we were talking about how do you integrate your faith into the world we live in today. Und wir haben darüber geredet, wie können wir unseren Glauben wirklich integrieren in die Gesellschaft, in der wir leben. Because on topics like sexuality and gender, Denn so Themen wie Sexualität oder Gender, the church has largely been excluded. die Kirche hat sich irgendwie selbst da rausmanövriert. And many young people don't know how to talk about those things from a faith perspective. Und viele junge Leute haben keine Ahnung, wie sie über diese Themen reden sollen aus einer christlichen Perspektive heraus. And I started to think, where have we gone wrong? Und ich habe mir überlegt, wo sind wir da falsch gegangen? We have so many church meetings, Und wir haben so viele Church Meetings, wir haben so viele Gemeindeversammlungen und Gottesdienste. young people in Australia, and I'm sure here, Und junge Leute in Australien, wie hier, get to go to amazing Christian concerts and events. die können auf wundervolle christliche Events gehen und Konzerte. Yet our world keeps changing seemingly for the worst. Aber unsere Welt hat sich ziemlich zum Schlechten verändert in den letzten Jahren. And I had this thought. Und ich hatte diesen Gedanken. The next generation can no longer just have an inspirational gospel. Die neue Generation, die junge Generation kann nicht mehr davon leben, nur ein inspiriertes Evangelium zu haben. We must also have an intelligent gospel. Wir müssen genauso ein intelligentes Evangelium haben. Inspiration is not enough to change the world. Inspiration, Eingebung, seelische Dinge sind nicht genug, um die Welt noch zu erreichen. Did you know in Australia, if you're a Christian young adult, Wir schreiben in der Art, wie ich angefangen habe, darüber zu denken. Romans 12:2 says this, Römer 12, Vers 2 sagt Folgendes. do not conform to the patterns and behaviors of this world. Passt euch nicht den Maßstäben und den Mustern dieser Welt an, Instead, let God transform you sondern stattdessen lasst euch von Gott umwandeln, by changing the way you think.
Dadurch, dass ihr von ihm euer Denken verändern lasst. You know, in church we talk a lot about the heart and a lot about the spirit. Wisst ihr, hier in der Gemeinde sprechen wir sehr viel über das Herz, sehr viel über den Geist. But the Bible actually teaches this. Aber die Bibel lehrt uns eigentlich Folgendes. That once God changes your heart, salvation, Also wenn in dem Moment, wo Gott unser Herz verändert, die Errettung, the rest of the change that happens in your life happens through your thinking first. ganz viel von dem, was danach passiert, von der Veränderung, die passiert, passiert in unserem Kopf, passiert durch unser Denken. So here's what I think the intelligent gospel might look like. Und ich möchte euch einfach ein bisschen mit hineinnehmen, wie ich denke, dass intelligentes Evangelium ungefähr aussehen könnte. It's the ability to be bilingual, Es ist die Fähigkeit, zweisprachig sein zu können. fluent in the world and fluent in the Bible. Fließend Welt sprechen zu können und fließend Bibel sprechen zu können. It's not enough that you know your Bible and you can quote scriptures. Es reicht nicht, dass du deine Bibel kennst und Schriftstellen auswendig zitieren kannst. It's not enough that you're great at worship. Und es reicht auch nicht aus, dass wir richtig gut Lobpreis machen können. You must also understand the world that you live in. Du musst auch verstehen den Kontext, die Gesellschaft, in der du dich bewegst. Let me give you an example. Lass mich dir ein Beispiel geben. I could ask Pia just to go and sit down. Ich könnte jetzt zum Beispiel Pia bitten, sich einfach hinzusetzen. Pia, God is here. I'm a pastor. I know my Bible. We don't need you. Pia, setz dich hin, ich bin ein Pastor, ich kenne meine Bibel, ich brauche dich hier nicht. I'm going to trust that God just interprets to you what I'm saying. Und ich könnte einfach mich darauf verlassen, dass Gott durch seinen Heiligen Geist hier ist und euch einfach übersetzt, was ich hier so sage. Why don't we could just do that for the next 15 minutes. Wir könnten das jetzt eigentlich die nächste halbe Stunde so machen. I was tempted. I was tempted to do it. Ich bin wirklich in der Versuchung, das jetzt einfach zu tun. Okay, I go. Oh, no, I was just kidding. Okay, I- all right. I trust in the Holy Spirit. I'm a believer. I'm a strong believer. I'm Yeah, with yeah. you. If Pia left, you would understand very little of what I'm trying to say. Also wenn Pia jetzt sich hinsetzen würde, dann würden einige von euch ziemlich wenig verstehen. Your understanding today works because Pia is bilingual. Ihr könnt jetzt meine Botschaft verstehen, weil Pia zweisprachig ist. An intelligent gospel is a Christian who understands the Bible and how to fit it into the world they live every day. Und ein intelligentes Evangelium ist zweisprachig. Es versteht die Bibel und es versteht auch, sie in den Kontext der Welt und der Gesellschaft, in der wir leben, sie zu übersetzen. I wrote, thank God it's Monday. Sunday's not enough because it's true. Ich habe das Buch geschrieben, danke Gott, dass Montag ist. Sonntag reicht nicht, weil es einfach wahr ist. What good is it having a powerful Sunday, but it means nothing for you on Monday? Was bringt es dir, einen richtig kraftvollen, gesegneten Sonntagsgottesdienst zu erleben, wenn am Montag schon wieder alles vorbei ist? So I think an intelligent gospel is a contextualized gospel. So, ich glaube, dass ein intelligentes Evangelium ein kontextualisiertes Evangelium It's ist. integrated and designed for every sphere of your life. Es ist integriert und einfach designt, gemacht, um jeden deiner Lebensbereiche mit dem Glauben zu erfüllen und zu integrieren. Before I was a pastor, I was a carpenter. Bevor ich Pastor wurde, war ich Schreiner. I left to go into ministry at 30. Und ich habe in dem Beruf gelebt, bis ich 30 war. It's called the Jesus complex. Und dann, so wie Jesus gerufen wurde, ja. Some of the non-Christian guys I was working with, Und so einige Nichtchristen, mit denen ich so gearbeitet habe, they said, hang on, let's just get this right. die haben mir gesagt, also lass mich das richtig verstehen. You're a Christian and you're a carpenter. Du bist Christ und Schreiner. You're leaving your job at 30 to be a minister. Du verlässt deinen Job zum geistlichen Dienst mit 30. And they said, when you're 33, just be careful of wooden crosses. Also wenn du 33 bist, pass gut auf mit so Holzkreuzen. I'm
I'm still here. I'm still here. Ich lebe hier immer noch, ich bin da. See, my passion is this, that even if you're a carpenter or a tradesman, Also meine Leidenschaft ist das, auch wenn du ein Schreiner bist oder ein Bauarbeiter oder was ist? carpenter builder, even if you're Ein, a carpenter builder, ja, oder ein Holzbauer. Oder was? I'm just going to trust you got that right. Was war's? Oh, Ein Bauarbeiter? yeah. Ein Händler, okay. Oh, I'll leave you all to it. I'll just wait till you get that done there. Ein Verkäufer, ja, okay. My passion is that whatever you do on Monday, Meine Leidenschaft ist es, egal was du am Montag tust, the same presence of God you experience here, dass die gleiche Kraft Gottes du an deinem Montag you erlebst. know how to experience wherever you find yourself during the week. Du solltest das Gleiche erleben, egal wo du dich innerhalb deiner Alltagswoche befindest. So, intelligent gospel is not spiritual superiority. Also, intelligentes Evangelium ist keine geistliche Überlegenheit. It's more like street smarts. Es ist mehr so eine Straßenweisheit. Understanding what it means to live outside, understanding what it means to live inside the church world. Und um gut zu verstehen, was es bedeutet, außerhalb von Kirchenmauern zu leben und innerhalb von Gemeinde zu leben. There's a lot of talk today about artificial intelligence. Und ich möchte euch heute so ein bisschen, die Welt heute redet viel über künstliche Intelligenz. Apparently in 5 years I won't be preaching, there'll be a robot here. Ja, in 5 Jahren werde wahrscheinlich nicht mehr ich hier predigen, sondern ein Roboter wird hier für euch die Message halten. May be an improvement actually. Und vielleicht ist es ja sogar besser. Why don't we call what we're talking about today the new AI? Und heute möchte ich mit euch über die neue AI, also AI, sprechen. Authentic intelligence. Authentische Intelligenz. The world needs the kind of people with faith that have an authentic intelligence about how they engage that world. Und die Welt heute braucht Menschen, die mit authentischer Intelligenz versuchen, diese Gesellschaft sich zu integrieren und die Botschaft mitzubringen. Can I read a Chinese proverb to you? Darf ich euch einen chinesischen Sprichwort vermitteln? We're allowed to do that in church? Ist es hier in der Kirche erlaubt, chinesische Weisheiten? This is what it says. If you want to know what water is, don't ask the fish. Wenn du wissen möchtest, was Wasser ist, dann frage nicht einen Fisch. The fish doesn't know it's in water. Denn der Fisch weiß eigentlich nichts über Wasser. It was born in the water. Der ist im Wasser It grew geboren, up in the water. er ist im Wasser And it aufgewachsen lives its life in water. und er lebt sein ganzes Leben im Wasser. The only time it becomes aware of its surroundings Und das einzige Mal, wenn er sich irgendwie seiner Umwelt bewusst wird, is when a fisherman removes it from the water. wenn ein Angler ihn dann aus dem Wasser fischt. And suddenly it thinks, what is this place? Und dann merkt er plötzlich, was ist denn das hier für ein komischer Ort? So to a generation of church people, Und so geht es manchen Leuten, die als Kinder in der Gemeinde who aufwachsen. build a culture around church-like things, Wir bauen so eine ganze Kultur um Gemeindedinge herum. born into it, grown up into it, and don't know they live in a bubble. Sie sind in der Gemeinde geboren, wachsen in der Gemeinde auf und merken gar nicht, dass sie in irgendeiner Bubble leben. And every now and then the pastor tells them they should make a difference in that world out there. Und jedes Mal, wenn der Pastor sagt, hey, wir müssen einen Unterschied in der Welt machen, And just like the fish, they get thrust out in that environment and don't know what to do or say. und genauso wie der geangelte Fisch an der Luft, sie wissen überhaupt nicht, was sie da anfangen sollen in dieser neuen Umgebung. My daughter that you saw on the screen, she's 22 years of age, Meine Tochter, die ich euch eben gezeigt habe, sie ist 22 and she's a fourth-year law student. und sie ist eine Studentin, eine Jurastudentin im 4. Jahr. She wants to work for the United Nations. She wants to work on human rights. Und sie möchte Menschenrechtsanwältin werden und vielleicht für die UNO arbeiten. But I realized something about Sophie. Aber ich habe mir etwas bewusst gemacht über Sophie.
if her Christian life is like this. Wenn ihr christliches Leben etwa so aussieht, She turns up on Sunday, sie kommt sonntags she hears a great message from the platform. und sie hört von der Bühne eine wundervolle Botschaft. It lifts her faith a little bit, Und es hebt ihren Glauben, but it doesn't teach her how to interact in that world. aber es bringt ihr nicht bei, wie sie in dieser Welt sich integrieren und interagieren Then kann. she will live her life like this. Dann wird sie ihr Leben folgendermaßen leben. Church is the faith thing I do, Die Gemeinde ist für meinen Glauben da and Monday's just a job. und der Montag, das ist dann halt mein Arbeitsleben. What Sophie and her generation like her need Und was Sophie und die Generation von ihr wirklich braucht, is to be equipped with the kind of intelligence ist, dass sie ausgerüstet wird mit einer Art von Intelligenz, that makes sure she goes to work knowing it's her calling. dass sie weiß, dass wenn sie zur Arbeit geht, dass es ihre Berufung ist. And she's not just there to do a job well, she's there to turn it around. Und sie ist nicht nur da, um ihren Job irgendwie gut zu machen, sondern um da wirklich einen Unterschied zu machen. Young adults, Junge Erwachsene, under 30, unter 30, come close. kommt mal alle her, We're going ganz to talk. nah. We're going to talk. Möchte mal gerade mit euch reden. Don't settle. Don't settle. Zieht nicht um. Hä? For that didn't sound good. I'm sorry. Do you know the word settle? Okay, settle is, yeah. Yeah, okay. All right. Keep up with me. Don't settle. Okay, danke Miriam. Gib dich nicht mit wenig zufrieden. Thank you so much. Don't settle for just an inspiring gospel. Gib dich nicht damit zufrieden, nur ein inspirierendes Evangelium zu hören. Get a tenacity. Oh, Get a hunger bekomme einen Hunger for an intelligent gospel. nach einem intelligenten Evangelium. Don't wait for us old people Warte nicht auf uns alte Leute, to give you an intelligent gospel. euch ein intelligentes Evangelium zu vermitteln. You must figure out Ihr müsst es selbst how to euch communicate herausfinden, with power, wie ihr in Kraft with authority, und mit in a Autorität way that we stop losing a generation of young people. kommunizieren könnt, damit wir nicht eine ganze Generation verlieren. Stop looking to us. Stop looking to us. Und hört auf uns zu schauen. Make it your mission Mach es zu deiner eigenen Mission, to get an intelligent gospel. ein intelligentes Evangelium dir anzueignen. Has anyone been to Kenya before? War irgendjemand schon mal in Kenia hier? I had the privilege of going there a few years ago. Ich hatte das Privileg, vor einigen Jahren dort zu sein. I went to the Masai Mara Und ich bin zu den Maasai gegangen, with some of the Masai warriors, Maasai-Krieger. which I know is old culture for Africa. Und ich weiß, das ist alte Kultur Afrikas. Africa is very modern, of course, today. Heute ist Afrika natürlich, hat sehr viele andere Gesichter, viel moderner auch. But of course, now the Masai tribe is often there for the tourists. Und aber diese Maasai-Stämme sind oft für die Touristen einfach da. So, do you know that God uses things you know to teach you about what you don't yet know? Wisst ihr, dass Gott manchmal Dinge, die ihr kennt, gebraucht, um euch Dinge beizubringen, die ihr noch nicht kennt? Remember Jeremiah? Erinnert ihr euch an Jeremia? God said, Jeremiah, I'm going to teach you something. Und er sagt zu Jeremia, ich werde dir jetzt etwas And he beibringen. said, go down to the potter's house Und er sagt, geh zu dem Töpfershaus and watch the potter. und gucke dir an, wie er töpfert. After he saw the potter, something he knew very well, Und nachdem er den Töpfer beobachtet hatte, wusste er etwas ganz genau. God then spoke to him, gave him a revelation. Und Gott sprach in dieser Art und Weise zu ihm und gab ihm eine neue Offenbarung. Did you know that's how God speaks to us many times? Wisst ihr, dass es oft die Art und Weise ist, wie Gott zu uns redet? He takes you to something you know
to teach you about something you don't yet know. Er nimmt etwas, was du kennst aus deinem Alltag, etwas Gewöhnliches für dich, um dir etwas Neues beizubringen, was du noch nicht kennst. So there I am in the Masai Mara. So, dort war ich in diesem Maasai-Stamm. I feel like I understand what's going on. Und ich dachte, ich verstehe hier ganz gut, was hier so passiert. But I heard God say something to me while I was standing there. Aber als ich dort stand, habe ich Gott gehört, wie er mir etwas sagen wollte. He gave me a picture of a generation. Er gab mir ein Bild von einer Generation. See, while we were there, we could see the lions and the rhinos and the hippos. Als wir dort waren, konnten wir die Löwen sehen und die Nashörner. All the animals that wanted to kill us. All diese Tiere, die uns töten wollten. Just like Australia. Gerade wie in Australien. At the end of the day, all of us tourists retreated to a very big building that was very safe. Und am Ende des Tages durften wir Touristen einfach das Gebiet, die Wildernis dort verlassen und uns in unser sehr sicheres Hotel We could zurückziehen. still see the dangerous animals, but they couldn't get us. Wir konnten sie noch durchs Fenster sehen, aber die konnten uns nicht mehr kriegen. But I noticed something. The Maasai people, they lived out there in amongst the wildlife. Aber mir ist etwas aufgefallen. Die Maasai, die lebten da draußen immer noch in so ganz fragilen In these really fragile little huts. Lehmhütten. And I thought somewhere in their culture, someone made an intelligent decision. Und ich habe mir überlegt, irgendwann im Laufe ihrer kulturellen Entwicklung haben sie eine sehr intelligente Entscheidung getroffen. Rather than build fortresses to protect ourselves from the wildlife, Anstatt Festungen zu bauen, um sich zu schützen vor dem Wildleben dort draußen, we are going to learn how to exist amongst the wildlife. sie haben sich dazu entschieden, zu lernen, wie man lebt unter diesen wilden Tieren. For example, Zum Beispiel, in order for a young boy to become a man, in the Maasai, they have to kill a lion. dieses Ritual, wie ein Junge ein Mann wird, dafür muss er einen Löwen töten. With a spear. Mit einem Speer. Do you want to know how? Möchtet ihr wissen, wie das funktioniert? I think it will come in handy in Germany. Ich glaube, ihr könnt es gut gebrauchen in Aufs- Deutschland. Yeah. Ja. I've seen a few, I think. Ich habe dann das Paar so draußen rumlaufen sehen. Did you know that when the lion is running towards you, when the lion is running towards you, Wenn der Löwe rennt, um dich zu schnappen, apparently just as it's about to leap on you, und gerade in dem Moment, wo er auf dich draufspringen will, um dich zu krallen, closes its eyes. da schließt er seine Augen. And in that 1 second when it closes its eyes, that's when they throw the spear. Und genau in der Sekunde, wenn er seine Augen schließt, das ist die Sekunde, wo man den Speer werfen muss. Who knows, a few people may have lost their lives trying to work that out. Ich glaube, um das herauszufinden, die Art und Weise, wie man den Löwen töten könnte, haben wahrscheinlich ein paar Leute ihr Leben für The gelassen. first guy, hey look, he's shutting. Der erste Mensch, der jetzt versucht hat, der schließt. What did that last guy say? Was wollte er nochmal I sagen? think he said something about the eyes. Ich glaube, der wollte irgendwas über das Auge sagen. Ups. 4 dead young men later, Also 4 Leute sind auf diese Art und Weise ums Leben gekommen. they figured out what to do. They figured out what to do. Sie haben aber dabei herausgefunden, was man tun muss. Here's what I think. Und hier ist es, was ich daraus gelernt habe. We've got to teach Christians how to live amongst the wildlife. Wir müssen Christen dieser Generation beibringen, wie man da draußen überlebt. We can no longer create safe places for a generation because we're worried we might lose them. Wir können nicht Bubbles kreieren, weil wir Angst haben, dass irgendjemand da draußen seinen Glauben verlieren könnte. The intelligent gospel allows you to intelligently live amongst those who are not like us. Das intelligente Evangelium erlaubt es dir, dich dort zu integrieren in der Gesellschaft, wo man nicht so denkt wie du. But you can stay and make a difference. Aber du kannst dort dein Mann stehen und wirklich einen Unterschied machen. Young adults, come close again. Junge Erwachsene, kommt wieder näher. I know what you want to hear from me. Ich weiß genau, was ihr von mir hören wollt. You should go into that world and don't worry. Nothing will happen to you. Ihr könnt da rausgehen in die Welt
habt keine Angst, es wird euch gar nie was passieren. It's not true. Aber das stimmt nicht. I think we're scared of being persecuted. Ich glaube, wir haben auch ein bisschen Angst, dass wir verfolgt werden könnten. I think sometimes we're trying to save ourselves, but we're already saved. Pardon? Oh, sorry, you're there. Yeah, Yeah. Oh. Don't step on the electricity when the water goes there. I think we're trying to keep ourselves safe, but we're already safe. Okay. Ich glaube, wir versuchen auf jede Art und Weise uns irgendwie in Sicherheit zu bringen. Dabei sind wir eigentlich schon in Sicherheit. John 1:14 is a great scripture. Johannes 1, Vers 14 ist eine wunderbare Schriftstelle. So the word became human and made its home among us. Das Wort wurde Fleisch und wohnte unter uns. I love what the Message version says. Und ich liebe es, was die Message Version sagt. The word became human and moved into the neighborhood. Das Wort wurde Fleisch und zog in unsere Nachbarschaft. Sometimes I meet Christians Manchmal treffe ich Christen and they're so spiritual. und sie sind so geistlich, I can't understand them. Ich kann sie nicht mal verstehen. Don't you think it's strange that God went to all the effort to make himself human? Ist es nicht verrückt, dass Gott diese ganze Mühe auf sich nahm, um selbst menschlich zu werden, In order to reach this world? um diese Welt zu erreichen? But as Christians, we think we've got to add layers of spirituality to reach people. Und wir denken, dass wir, um diese Welt zu erreichen, was bitte? Layers of spirituality. Levels. Lagen von Geistlichkeit übereinander häufen müssen, um irgendwie diese Welt zu erreichen. You know what I've done for 22 years in my church? Wisst ihr, was ich 22 Jahre lang in meiner Kirche gemacht habe? Teach everyone in my church. Ich habe I've taught everyone in my church how to talk human. Ich habe 22 Jahre lang versucht, ihnen beizubringen, wie man menschlich redet. Yeah, human. Einfach menschlich. Sometimes churches have so much jargon, I don't know what they're talking about. Manchmal haben Gemeindeleute so einen Jargon, dass man überhaupt nicht weiß, worüber die eigentlich reden. We have a rule in our church. Und wir haben eine Regel in unserer Gemeinde. You're not allowed to say anything on the platform Sunday that you couldn't say to anybody on Monday. Wir sagen nichts auf der Bühne sonntags, was man nicht auch montags in der Gesellschaft irgendwie sagen könnte. Where did we get one language for Christians and a different language for human? Wie kann es sein, dass wir eine Sprache haben für Christen und eine andere Sprache für alle anderen Menschen? I want to finish with one more Bible story. Und ich möchte noch mit einer biblischen Geschichte enden. When I was writing this message, Als ich diese Botschaft aufschrieb, I wanted to find, was there anybody in the Bible that was called intelligent? habe ich überlegt und habe gedacht, ich möchte gucken, ob es irgendjemanden in der Bibel gibt, der als intelligent beschrieben wird. So I did the most spiritual thing any pastor can do. So habe ich das Allergeistlichste getan, was ein Pastor machen kann. I Googled it. Ich habe gegoogelt. And there's good news coming, ladies. Und da kommen jetzt richtig coole The only Nachrichten person. für euch, Ladies. The only person that the Bible refers to as intelligent Die einzige Person, über die die Bibel berichtet, dass sie intelligent war, is a woman. ist eine Frau. Come on, ladies. Hey. Come on. A woman. Ja, eine Frau. 1 Samuel 25 1. Samuel 25 talks about a man and his wife, spricht über einen Mann und seine Ehefrau. and it doesn't quite describe the man very well. Und es beschreibt den Mann nicht besonders, nicht besonders höflich, nicht besonders, mir fehlt gerade das Wort. Nein, nicht besonders Nein. vorteilhaft. That's it, vorteilhaft. Wow. That took a while. His name was Nabal and his wife's name was Abigail.
Sein Name war Nabal und der Name seiner Frau war Abigail. She was intelligent Sie war and beautiful. intelligent und schön. And he was an idiot. Und er war ein Idiot. Nicht vorteilhaft. You seem to understand that word in English. Same word in German, no? I don't know it in English. I know you don't say that word in church. Idiot? Idiot. Idiot, yes, idiot. That's Italian. Idiota. Mamma mia. Français, idiot. Idiot. Okay, I can't say it, whatever. So, if you don't know the story, Also, wenn du die Geschichte nicht kennst, let me quickly explain. lass es mich dir kurz erklären. Because there's a reason why the author called Abigail intelligent. Denn es gibt einen Grund dafür oder mehrere Gründe dafür, warum der Autor diese Frau als intelligent beschreibt. And it will teach us how to be intelligent in the world also. Und es bringt uns bei, wie wir intelligent mit dieser Gesellschaft umgehen können. So David is out in one of Nabal's fields. David ist draußen auf einem von Nabals Feldern He's with Nabal's shepherds. und er ist mit Hirten umgeben. And David is known as a bit of a fierce fighting man. Ja, und David ist bekannt als ein Kämpfer. He actually looks after Nabal's shepherds. Aber er guckt eigentlich nach Nabals Hirten Doesn't mistreat them, he cares for them. und er misshandelt sie nicht oder tut irgendwas Böses mit ihnen, sondern er behandelt sie sehr gut. So because he does that, he thinks when he comes through Nabal's city that Nabal should feed him and look after him also. Und er hat sie versorgt und umsorgt und aufgrund dessen hat er gedacht, wenn er jetzt in Nabals Stadt kommt, dann wird Nabal mit ihm genauso umgehen. So he sends a messenger just to pass on the news. So hat er einen Botschafter geschickt, um ihm diese Neuigkeiten mitzuteilen, dass er käme. What does Nabal, the idiot, say? Und was sagt Nabal, der Idiot? Who does David think he is, trying to come to my city and ask for food? Wer glaubt eigentlich dieser David, dass er sei, dass er zu mir kommt in meine Stadt und mich bittet, gastfreundlich zu sein? I want nothing to do with that man. Ich möchte nichts mit diesem Mann zu tun haben. So he sends the messenger back. So, er schickt den Botschafter zurück. But David, he's no better. Aber David, er ist nicht wirklich besser. This is what David says. Und Folgendes sagt David. He gets offended. Er fühlt sich He angegriffen. says, "Righto, boys, get your swords. We're going Hey, in." ihr Jungs, nehmt mal eure Schwerter, wir werden dem Nabal mal zeigen. This is why we need more women in leadership. Und wisst ihr, Männer, das ist, warum wir mehr Frauen Come on, in girls, you've got to Leiterschaft help me a little bit brauchen. more here if I'm going to start preaching about women. So come on, girls. In fact, you know what? I think, where is it? You should have me at the women's conference after this message, I think. Ihr müsst mich eigentlich zur Women's Conference einladen. I don't know nach who der you've got Message. speaking, but you We must have cancel Febe them. Olpen and the Holy because Spirit I'm about gave to us preach Febe a Olpen. woman's So. message. More women in leadership, more women pastors. How Mehr good would Frauen that in be? Leadership. The only intelligent person in the Bible is a woman. Die einzige als intelligent beschriebene Person in der Bibel ist eine Frau, als mehr Pastorinnen, mehr Frauen in Leiterschaft. I've now just lost all the men in the room. Oh, jetzt habe ich ganz viele They're all Männer folding im their Raum arms at me. verloren I can't believe he said that. und sie sitzen da. David and Nabal were both unintelligent relationally. David und Nabal waren beziehungsweise unintelligent. The only way they thought to handle an argument was to stick their chest out, get their swords, and kill each other. Die einzige Art und Weise, wie sie beide dachten, den Konflikt zu lösen, war, dass sie aufeinander losgehen und sich umbringen. Just so you know, men, there are other ways to solve problems, by the way. Also Männer, ihr wisst schon, es gibt ein paar verschiedene andere Wege, wie man Konflikte lösen kann. It doesn't all have to be chests out and fighting. Man muss nicht immer nur hier Köpfe einschlagen und kämpfen. Sometimes we can use our mouths, not just our fists. Manchmal können wir einfach unsere Münder gebrauchen. I'm helping you today, ladies.
I'm helping them today, the ladies. Ich helfe euch heute ein bisschen, euch Are Frauen. you sure Ne? you don't want me at the women's conference? No, I don't want to. Oh, you don't want... The Holy Spirit gave us Silber Altman. He's preparing everything, so I'm very sorry. You can come to the next women's conference, okay? Okay, all right, Next women's conference. So, why don't we quick, just as we finish today, talk about why Abigail was so intelligent. So, jetzt wollen wir über die paar Gründe sprechen, warum Abigail wirklich als intelligent beschrieben Do wird. you know what she did when she found out? Wisst ihr, was sie getan hat, um etwas herauszufinden? She goes to one of her shepherds and she gets the whole story. Sie ging raus zu den Hirten, um die ganze Geschichte sich anzuhören. Not half the story like her husband, Nicht nur die halbe Geschichte, the whole story. wie der Ehemann, sondern die ganze And she Geschichte. says to her shepherd, is it true, did David look after you? Und sie sagte, ist es wirklich so, dass hat David sich gut um euch gekümmert? He says, yes, he was great. He looked after us. Und die Hirten antworteten ihr, ja, David war wundervoll. Er hat sich wundervoll um uns gekümmert. How important is it to get the whole story? Wie wichtig ist es doch, dass wir die ganze Geschichte verstehen. The Bible says as soon as she found out, she gathered gifts, wine, food, finance, and she went to David and apologized for her husband. Die Bibel sagt uns, dass sobald sie das herausfand, hat sie Geschenke gesammelt, Wein und Früchte und Finanzen sogar und ist zu David gegangen. Sie ist sogar auf ihre Knie gefallen und hat sich entschuldigt. Here's the few things I think she did that made her intelligent. Und hier sind die Dinge, wo ich denke, die sie getan hat, wo ich denke, das hat sie wirklich zu einer intelligenten Frau gemacht. She first understood before she spoke. Sie hat erst komplett verstanden, bevor sie ihren Mund aufgemacht hat. That is a free marriage tip, by the way. Und so ganz nebenbei, das ist auch ein gratis Ehetipp. You have a marriage conference you're doing? I could do that. We can invite you to our marriage conference. We can even create a marriage conference if you want to invite yourself so much. Then no problem. Yeah. Just don't let my wife speak. Yeah. Okay. Might be too many facts. Yeah. We get there lots of free marriage tips. Free. Free Okay, flight ones. and free Okay, everything. Got it. So how powerful it is to be understood. Wie wundervoll ist es doch und wie hilfreich es ist, wenn wir wirklich verstanden werden. You know, I got my first counselling session when I was 40 years of age. Also ich habe meine erste Seelsorge-Session in Anspruch genommen, als ich schon 40 war. I've been a leader in my church since I was 12 years of age. Und ich war in Leiterschaft in meiner Gemeinde seit dem Alter, als ich etwa 12 Jahre alt war. And church culture taught me leaders don't talk about their problems. Und in meiner Kirche war die Kultur, Leiter reden nicht über ihre Probleme. Die haben gar keine. So I finally went to counselling. I had a 1-hour appointment. So, und ich habe dann einfach eine Seelsorgestunde ausgemacht. Eigentlich habe ich eine Stunde ausgemacht, Went for 2 hours. aber ich bin 2 Stunden I had geblieben. 40 years of problems stored up. Ich hatte 40 Jahre Probleme abzulegen. In fact, I'm pretty sure my counsellor had to get counselling after he was with me. Und ich bin mir ziemlich sicher, dass mein Seelsorger hinterher selber Seelsorge brauchte, nachdem ich da And war. after 2 hours of just blur, telling him everything, Nach 2 Stunden, nachdem ich ihm alles abgelegt habe und alles erzählt hatte, I thought this is what he was going to say. dachte ich, genau das wird er mir jetzt sagen. Oh, Paul, I can't believe all those terrible things you've done and said. Oh Paul, ich kann mir nicht vorstellen, was für schreckliche Sachen hast du denn eigentlich gemacht und gesagt? I actually thought I was going to get in trouble. Ich habe gedacht, ich komme jetzt hier richtig in Trouble, wenn ich da I mal kind of thought that's what auspacke. happens. That's what happens when you go and see a counsellor. They tell you were wrong. Und ich dachte, das passiert, wenn ich in Seelsorge komme. Der wird mir bestimmt sagen, boah, krass, was du alles falsch gemacht hast. You know what he said to me? Und wisst ihr, was er mir gesagt hat? Paul, I understand. That's terrible what you went through. Und er sagte zu mir, Paul, ich verstehe dich. it's Das the ist first schrecklich, time. wodurch du alles musstest. The first time in my life I heard somebody say,
we understand what you went through. Und es war das erste Mal in meinem Leben, dass mir jemand gesagt hat, ich verstehe, wodurch du alles durchgehen musstest. Do you know how powerful it is to be understood? Wisst ihr, wie mächtig und kraftvoll es ist, wenn jemand dich wirklich versteht? Do you know how important it is, though we disagree with our world, we don't like everything they've done, do you know how important it is to at least understand them before you judge them? Wisst ihr, wie wichtig es ist, dass wir Menschen, auch wenn sie nicht mit uns in jeder Meinung übereinstimmen, dass wir uns auf sie einlassen, um sie erstmal wirklich zu verstehen? She went toward her so-called enemy. Und das Zweite an Abigail war, dass sie zu ihrem sogenannten Feind ging. She didn't wait for the enemy to come to her. Sie hat nicht darauf gewartet, dass der Feind zu ihr käme. We often wrongly treat the world outside like it's the enemy. Und wir behandeln manchmal die Gesellschaft draußen, als ob sie unser Feind And wäre. most churches in the world are hoping, just desperately hoping, that those people will come here. Und die meisten Gemeinden, unsere natürlich nicht, wir haben zum Beispiel den Indoor-Spielplatz, hoffen, Sorry, I forgot about you again. Okay. yeah, you forget me sometimes, hoffen, dass die Gesellschaft draußen reinkommt. So we so often expect them to come to us. Wir erwarten einfach, dass sie zu uns kommen. But the Bible tells us to go into the world. Aber die Bibel sagt eigentlich, geht in alle Welt. I often ask churches all around the world this one question. It gets a bit awkward. Und manchmal frage ich eine Gemeinde diese bisschen komische Frage. If the direction of the church is meant to be into the world, Wenn die Stoßrichtung der Gemeinde eigentlich in die Welt hinein sein sollte, then why do most churches spend all their time, money and resources trying to get people to come to them? warum verbrauchen dann eigentlich so viele Gemeinden ihre Zeit, ihre Energie, ihre Ressourcen, ihre Finanzen, um Menschen in die Church einzuladen? She was generous and respectful. Und sie war großzügig und respektvoll. And she apologized, taking the blame for the misunderstanding, even though it was not her fault. Und sie entschuldigte sich und hat die Schuld für dieses Missverständnis auf sich genommen, obwohl sie eigentlich selber keine Schuld daran trug. How important is humility in relationships? Wie wichtig ist Demut in einer Beziehung? If you want to take the heat, the fight out of relationships, Wenn du die Hitze und den Be humble. Kampf aus einer Beziehung herausnehmen möchtest, dann sei demütig. neither David or Nabal had any authentic or relational intelligence. Also weder Nabal noch David hatte eigentlich irgendeine Art von authentischer oder Intelligenz. I forgot what I said. There was a second word. Relationally unintelligent. Beziehungsintelligenz, ja. I love the teamwork that we have here going here today. It's fantastic. The teamwork. I love the teamwork. Yeah, it's great. Me too, thank you. We can never approach the world by starting with what's right and what's wrong. Wir werden diese Welt nicht überzeugen, indem wir ihnen sagen, was ist richtig und was ist falsch. That's what David and Nabal tried to do. Who's more right than the other? Das ist genau das, was David und Nabal gemacht haben. Sie haben gesagt, hey, wer ist hier im Recht, ich oder du? I believe in right and wrong, but it can't be the first conversation. Ich glaube an ein richtig und an ein falsch, aber es ist schlecht als erste Art des Gesprächs. Did you know I was the sports pastor, chaplain, for a professional basketball team in Australia for 17 years? Wisst ihr, ich war eine Art Sportspastor, ich war der Pastor sozusagen, der geistliche Mentor von einem Basketballteam in Australien, von einem professionellen Basketballteam, 17 Jahre lang. I was the short guy. Und ich war da der Kleine, ne? And congratulations to all for winning the basketball championship. Und Come on. congratulations to all for winning the Deutsche Meisterschaft. I didn't even know it was on. I could have been like the guest
sports pastor at the event or something. Ich hätte da eigentlich sowas wie der Gastsportpastor sein können. But you know what's amazing about my time with those basketballers? Aber wisst ihr, was so schön ist an der Zeit, die ich mit diesen Basketballern verbracht habe? Every time I met a new player, an American import, Jedes Mal, wenn ich so einen neuen Spieler kennenlernte, also so einen amerikanischen eingekauften Import, and they found out I was the pastor, und sie haben bemerkt, dass ich hier der Pastor I bin, would say hello, dann habe ich sie begrüßt und habe they Hallo would say gesagt. hello back, Und sie haben auch Hallo and then the gesagt. next thing they said was this: Und das nächste, was sie dann gesagt haben, war, what do you believe about same-sex marriage? was denkst du eigentlich, was ist deine Haltung zu gleichgeschlechtlicher Ehe? What do you believe about abortion? Was denkst du über Abtreibung? And I'm like, what? We don't even know each other. Und ich dachte mir, wir kennen uns nicht mal. And I realized that's exactly what people did to Jesus. Und das ist genau das Gleiche, was Leute eigentlich mit Jesus Every damals time gemacht they met haben. him for the first time. Oft, wenn sie ihn zum ersten Mal getroffen haben, Jesus, how many times should you forgive somebody? haben sie ihn zum Beispiel gefragt, Jesus, wie oft Give us a muss number, man give us a vergeben? number. Gib uns eine Zahl, gib uns eine Zahl. Jesus, what is your stance on divorce? Oder Jesus, was ist eigentlich deine Haltung zur Scheidung? Jesus, what do you believe about tax? Jesus, was denkst du über Steuerabgabe? And I've learned how to relate to this world. Und ich habe gelernt, wie ich mich wie ich in dieser Gesellschaft gute Gespräche I do führe. what Jesus does. Ich tue genau das, was Jesus gemacht hat. He never answered any questions with a straight answer. Can you He always asked speak more. to Oh, me? hello. Hello. He never answered any question with a straight answer. Okay, er hat eigentlich nie eine Frage mit einer straighten Antwort beantwortet. He just asked more questions. Er hat eigentlich eine Gegenfrage gestellt. In my nearly 20 years at the basketball, In meinen fast 20 Jahren im Basketballteam I never answered any question like that with yes or no. habe ich eigentlich nie diese eingehenden Fragen sofort mit Ja oder Nein, richtig oder falsch I beantwortet. had lots of great Bible discussions, but never had a single argument. Ich hatte viele gute Diskussionen über die Bibel, aber eigentlich nie einen Streit. This is what I would say to the basketballers. Und das ist es, was ich denen gesagt habe. Oh, do you want to know what I think about same-sex marriage? Möchtest du wirklich wissen, was ich über gleichgeschlechtliche Eheschließung denke? I said, more important, I want to know what you think. Also eigentlich ist es mir wichtiger, was denkst du eigentlich darüber? We should go and have a coffee. Wir sollten mal zusammen Kaffee trinken. And over coffee, I want to hear what you believe. Und während wir den Kaffee trinken, kannst du mir bitte erzählen, was denkst du eigentlich darüber? And then you can hear what I believe. Und dann kann ich dir auch gerne sagen, so was ich dazu And denke. whether we agree or not, we can still be friends. Und dann, wenn wir so miteinander Kaffee getrunken haben, egal ob wir uns einer Meinung sind oder nicht, dann können wir einfach Freunde sein. Oh, yeah, we could do that. Ja, das könnten wir so machen. This is what the picture of relating to the world looks like. This is what the picture, The picture. photo, image. Ja, picture. Okay. We're nearly Das there. ist das We're nearly Bild. there. Genau, Picture. This is what the picture of authentic relationship looks like. Ja, das ist das Bild, wie authentische Beziehungen aussehen können. I would walk into the change room where the basketballers were, Ich bin zum Beispiel in den Umkleideraum gegangen, wo die Basketballer waren. and the new guy would be swearing. Und da war der Neue, der Import, And der war am Fluchen. And he would see me walk into the room, Und er sah, wie ich den Raum betrat. and he would do this. Und er würde dann so machen. Oh, it's the same. Yeah. He would go, oh, sorry, Pastor. Sorry, Pastor. And I thought, that doesn't seem right that he has to apologize every time I walk in the room. Und ich dachte, das gefällt mir irgendwie nicht, dass er sich immer entschuldigen muss, wenn ich den Raum betrete. So I got the team together. So habe ich das Team And I zusammengerufen. said, I just want to remind everybody how this relationship works. Und ich wollte euch einfach mal sagen und euch daran erinnern, wie hier Beziehung The funktioniert. first thing you should know Das Erste, was ihr wissen solltet, is I'm not your mother. ich bin nicht eure Mutter. I am not here to tell you how to behave. Ich bin nicht hier, um euch zu sagen, wie ihr euch zu benehmen habt. But here's what we should do.
Aber so könnten wir miteinander was vereinbaren. If you're the kind of person that loves to swear, go right ahead. Wenn du die Art von Mensch bist, der gerne flucht, dann mach das doch. If that's who you are authentically, no problem. Wenn das dein authentisches Du bist, dann mach es so. But you should know something about me. Aber du solltest dann auch etwas über mich wissen. I love God. Ich liebe Gott. So just like you're going to accidentally swear when I'm around, So genauso wie du zufälligerweise oder unbeabsichtigt fluchst, wenn ich auch im Raum bin, I'm going to accidentally talk about God while werde we're ich around. zufälligerweise dann auch über Gott sprechen. Because you should be authentically yourself and I'll be authentically myself. Denn du solltest ganz authentisch du selbst sein Did und you- ich bin dann ganz authentisch ich und rede zu Ende. Did you know your Christianity should not have a switch? Wisst ihr, euer Christsein sollte nicht so einen Schalter haben. You suddenly go into a non-Christian environment, Du solltest nicht in eine nicht-christliche Umwelt you gehen flick the switch and become somebody you're not. und du legst einen Schalter um und wirst jemand, der du eigentlich gar nicht bist. Super Christian. Ein Superchrist. Just be yourself. Sei einfach du selber. Authentic in your faith. Ganz authentisch in deinem Glauben. Just like you are in front of Christians, be just like that in front of non-Christians. Genauso wie du bei Christen bist, genauso darfst du auch bei Nichtchristen sein. You have been incredibly patient. Und ihr wart unglaublich Because geduldig. God knows it's a long message when you have to translate it. Und weil Gott weiß, dass es eine doppelt so lange Message wird, wenn man So übersetzt. I apologize for the length. Also, ich entschuldige mich But für I die must Länge, pray for you before we go. aber ich möchte gerne beten, bevor ich die If you want to Bühne know more verlasse. about Rethink It, Wenn du mehr über das Überdenke es von mir wissen möchtest, I wrote this during COVID because I believe God was talking to us about rethinking a whole range of things. ich habe das während Covid geschrieben, weil ich den Eindruck hatte und das Gefühl hatte, dass Gott möchte, dass wir manche Dinge überdenken. Are we down by the cafe? Happy to sign the book for you if you want. Also, ich habe hier Happy to sign the book. Okay, ich bin auch glücklich, wenn ich dir das Buch signieren kann, wenn du das halt It does möchtest. devalue it when I sign it, but I'm happy to sign it if you want it. Okay, es muss nicht sein, es bekommt. Come on, let's stand. I'm Ja. going to pray for you this morning. Enough's enough. It's gone on way too long. Oh, Father, I just pray today for each person Vater, ich möchte dir jetzt jede Person hinlegen, that you would help us develop the kind of gospel dass wir es entwickeln, eine Art von Evangelium mit uns zu tragen, that gives us confidence and strength das uns Zuversicht und Stärke gibt, to get back in the important conversations dass wir wieder zurückfinden zu den Gesprächen, die wirklich wichtig haben und bedeutsam sind. in the world in which we live. Genau in der Gesellschaft, in der wir leben. Speak favor and blessing on each person. Und ich spreche Gunst und Segen aus über jedem Einzelnen hier im Raum. In Jesus' name, Im Namen Jesus. amen. Amen.